Hallo Frus, ik wil jullie welkom heten naar de Leven je Vrede video's wat we doen merken. En laatste Mal dan check we een beetje naar wat ons getraind heeft van God. Wenn we hebben dat video al van geredet, dat God ons heeft wunderbar gemerkt en dat hij wil gemeenschap hebben met ons. En zo, een van de versen wat ik laatste Mal gebruikt, dat we Römer 3, Vers 23, en dat zegt es dit, du hast kein Unterscheid, alle Mann heeft gesendigt en kämpft daran hart, wat hij bij God sein soll. En zo, dat wordt ons een beetje idee geven van wat we laatst mal reden. En dat is vooral de gouden Noorrecht zo wunderbar is. Waarin keiner van ons kan ons zelfs naar God brengen. En zo van der waar we reden van het evangelium, van de gouden Noorrecht van Jezus Christus. En we willen het eerste aanvangen met kijken naar Johannes 14 vers 6. En dat zegt es dit. Jezus zei te hem. Ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Keiner komt nun voeren buiten durch mij. En zo, we kunnen hier zijn, dat zegt niet dat bring den weg zelfs naar God. Dat zegt, Jezus is de weg. En dan zegt hij ook, hij is de waarheid en hij is dat leven. En we worden hier van deze vers nog een klein beetje Luther nog een beetje meer van reden. En dan hebben we nog kijken naar 1 Petrus 3 vers 18. En dat zegt es steht, wils Christus starf ook eenmaal voor al ons Sünder, de gerechte voor de ongerechte, dat hij ons met God terugbringen kan. En zijn Körper wordt doodgemerkt, aber zijn Jes leeft wieder. En zo, we kunnen dat hier zijn dat Jezus starf eenmaal, en hij weer de gerechte, en hij starf voor al de ongerechte. En dat zijn we alle. En zo, zijn Körper wordt doodgemerkt, en onze steht. En hij nam al onze zinden op aan, wat ons, op ons weer. En zo, en dan denkt einer zo, okay, wat meint dit voor mij persoonlijk? Want Jezus is voor mij gestorven. Wat zal ik dan doen? Wat meint dit voor mij? En we willen een beetje een paar versen kijken, wat ons dat woord een beetje klar merken, wat het meint voor ons. We hebben het eerste kijken naar Römer 10, vers 9 bis 13. En dat zegt es dit. Dat zegt, wenn du mit dem Mühl Jesus als Herrn bekennst und läufst, dass Gott am vom Tod abgewagt hat, wirst du selig. Und dann Vers 10 sagt, wer vom Horten läuft, wird gerecht. Und wer mit dem Mühl bekannt, wird selig. Die Schrift sagt, wer immer unamt läuft, wird nicht geschont worden. Und dann Vers 12, das sagt es, du hast kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, weil derselbe Herr als Herr über alle. Rik genoeg alle dat te geven, nu wat ze bidden. En dan nach Vers 13, wils wir immer dem Herrn in zijn Namen onraubt, wat selig worden. En wenn wir hier ein bisschen kijken nu, wat meint dat bekan met ons Mühl? Wenn wir ein bisschen studieren, wat bekan meint, dat haben wir die Idee, als wenn wir dann matchen mit Gott. En dat meint so viel wie man matchen mit Gott, met wat hij zegt wie Jezus is. En we moeten het matchen met Jezus wie hij zegt hij zelf is. En dan moeten we ook erkennen dat Jezus is God. En dat hij de Messias is. En dan moeten we ook erkennen dat we ons niet kan zelf trainen aanbrengen. En ook bekennen dat hij is de einzige weg. Nu God, wen hij heeft al onze zinden op hem genomen om Christus. En zo, we willen nog een paar meer versen checken. Maar eerst wil ik een beetje kijken, wat zijn sommige van de lees wat we ontloten zijn van de beide vriend. En het eerste is, wanneer ik wil schwer genoeg proeven, dan kan ik me vielleicht trainen Gott brengen wat hij me aanneemt. En ik weet dit weer een grootheid van mijn, waar ik zeer duidelijk met twijfelen en met kampen. Am Anfang, wenn ich leer dat Jezus weer voor mij gestorven. Wenn einer so sagt, läuft an seine Dinge, was einer deed, kann einem recht merken, dann kann das sehr sein, dass einer hier kann sehr mit kämpfen. Und so, ich rede laatst mit einer Frau, und sie redet auch von, dass sie, wir sehr im Zweifel werden, nach wen, dass sie können ewig Leben haben. Und so, das ist ein von den Lehren, was wir können ans Luten sein. Und dann das nächste ist, wenn ich hier sehr leiden in das Leben, dann wird Gott mich annehmen. Und das ist auch nicht so.
wenn Jesus sagt, hey, ist die Wahrheit in das Leben. Und so, wir müssen sein, was von den Dingen wir uns handeln, lernen, was vielleicht nicht, was die Bibel nicht lernen wird. Und dann das dritte, was wir uns an Simulaten im Kopf nennen, was nicht so ist, das ist, ich mag mein Leben abnehmen, euer eigenes Jesus kommen. Und mir denkt nach von Hirn von Menschen, die sehen, oh, wenn ich so gelebt, dass mir das scheint, ja, dann wollte ich mich noch bekehren. Und so, dort sind so eine Dinge, die muss einer Seite abpassen. Und in dem dritten wird da erklären, weil wir kicken nur auf Epheser 2 von 8 bis 10. Und diese Versen, die sind bloß wunderbare Versen. Dort sagt es das. So, wir wollen Kapitel 2 in Epheser von 8 bis 10. Dort sagt es das, ihr seid durch Gott seine Gnade gerat, will sie leuven. Dort ist nicht durch jene Worten, dort ist ein Geschenk von Gott. Und dann die Vers 9 sagt, dort ist nicht in Worten, so dass keiner unser Kraft sich selbst zu loben. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen in einen Stand versagt. Dort wir Gott daunen kennen, nu soll wir auch dort leben. Und so, diese Versen merken dort ganz klar, dass das nicht durch Worten, was wir geraten wollen. Das ist ein Geschenk von Gott. Und wenn er denkt an ein Geschenk, hast du auch mal ein Geschenk gekriegt und dann sagt der Mensch, na, wo hast du das nie betont? Nee, und wenn das ein Geschenk ist, dann wird das uns gegeben und das darf wir nicht verschaffen. Und so, und er sagt hier zweimal, dass das nicht durch Worten. Und so, da kann wir sagen, dass das sehr neidig, dass wir das glauben, dass wir das nicht selbst in unsere Worte kennen. Und so, das ist bloß wunderschön, dass ein Geschenk ist von Gott und wie soll uns Gott uns leben wird. Und so, ich weiß nicht, wo du von dir bist. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wann ich soll gehen, dann kick nur Jesus. Wenn Johannes Vers 14, Vers 6 sagt, dass heute ist der Weg, dann geh nach Arm. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, was die Wahrheit ist, dann geh nach Arm, denn heute ist auch die Wahrheit. Und dann in derselben Vers, Johannes 14 sagt er, und ich sehe das Leben. Und so, wo immer du bist von dir, geh nach Jesus. Und er wird die raten, und er wird die Wahrheit wiesen, und er wird die Leben geben. Und dann das letzte, wo wir wollen kicken, ist Johannes 1, Vers 12. Das sagt es dort, über all die am abnehmen und am an sie Namen glauben, ja, heute mag Gott seine Kinder zu werden. Ist das nicht wunderschön? Weil wir am abnehmen und an sie Namen glauben, dann können wir seine Kinder werden. Und ich will bloß eng merken mit einer Geschichte, was ich hier in Deutsch. Und das ist bloß eine wunderbare Geschichte von einem Teacher in England. Und sie nennen es Roger Coswell. Und er ist ein Prediger in England und er ist sehr bekannt dort, aber er wird nicht einmal ein Prediger. Er wird ein Schullehrer. Und ein Tag, dann wird er seine Klasse lernen von Jesus und wo Jesus gestorben ist und abgestanden ist. Und dann kommt ein junger Mann nach ihm und sagt, wo kann ich das weiten 100% nehmen, dass ich, wenn ich verstorben, dass ich im Himmel kommen. Und das ist überall viel Feier und der einen Tag ist Feier und dann sagt er zu den kleinen Jungen, von der hat er nicht Zeit, ihm dort ganz erklären, er soll in Haus gehen und ein Gebet tun. Und dann wollen sie morgen nach Meier von reden. Und ging er ran, alle Ried und gehen in Haus. Und am nächsten Tag, als er war in der Arbeit, in der Schule, und dann sieht er durch Lichter und dann denkt er so, oh, das ist bloß noch eine Ambulanz, was dann wird geworden. Und als er in der Schule dann geht, im Gang und geht nur seine Klasse, sind 3 Jungs bei der und Frauen am, Mr. Coswell, hast du noch nicht gehört? William, mit wem du jetzt reden, das ist durchgeschlagen von der Morris. Und so, von der Minute an, dass er sich erinnern, wenn dort Menschen ankommen und will weiten, wo kann ich das 100% weiten, dass ich kann im Himmel kommen, wenn ich sterben will. Er will nie nicht mehr sein, gehen nach Haus und bete über, oder denkt über, er will dann gerutzt, will er den Menschen dort sein, wo sie können weiten, dort sie ewig Leben haben in Jesus. Und das ist eine wunderbare Geschichte, dass wir können sein, nicht wachen, aber morgen. Wir wollen never aus wie morgen noch haben. Und so, wenn du noch nervös hast, Jesus euch nun aus dein Heiland. Ich würde die sehr mutig sprechen. Dort von dir.
En wanneer du me einmal sagst, wel, wo doe ik dat? Ik kan nog niet van zo'n gehört. En dus wir lesen in den Versen, dort mit den Müll bekannt, wer er ist. Und du kannst sagen, zu ihm, dass du weißt, dass deine Sünden haben die von Gott getrennt. Und du weißt, dass Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für dich. Und dass er soll deine Sünden vergeben. Und dann kannst du nicht ein Leben anfangen mit einem Tod. Und er wird dir ewig Leben geben. Und so, ich diese Motto sprechen, noch Menschen dort vertellen, wenn du hast Jesus angenommen, dass sie können für die beten. Und dort mit so viel Freunden als Gewalten. Und wer wird auch nur von uns Jesus Christus mit anderen. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Dankeschön.